Das Bartang Valley. Ein abgelegenes, kaum besiedeltes Tal inmitten der höchsten Berge Tadschikistans. Wir werden oft nach unserem größten Abenteuer unserer Weltreise gefragt. Keine leichte Frage, aber ein Name fällt dabei immer. Das Bartang Valley. Was für eine Wahnsinnstour. Was ist das für eine Straße? Und die Straße soll die nächsten 10 Tage so bleiben. Ja, Glückwunsch. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Wasser. Wir haben eine Wasserflasche verloren, habe ich gerade gemerkt. Vielleicht hat die irgendwie was. Da war gerade jemand draußen in dem Häuschen. Sie hat gerade hier noch ein paar Tomaten gepflückt. Oh, die sehen richtig gut aus. Wie bei Oma. Die Aussicht. Oh, Etterrocher. Rahmat, Rahmat. Also eigentlich war es eine Einladung zum Tee. Aber jetzt sind schon Spiegelei, Tomatensalat, Äpfel, Brot dabei. Ist fast schon unangenehm, wie viel Mühe sie sich geben, aber es ist so schön, ne? Solche Menschen zu sehen. Wir haben echt auch auf der Reise erst lernen müssen, Dinge anzunehmen. Und wir freuen uns sehr über sowas. Ich werde es danach versuchen, Geld zu geben, aber zu 99% werden die es nicht annehmen. In der ersten Hälfte dieses abgelegenen Tals gibt es kleine Dörfer, wo wir im Notfall Hilfe erhalten könnten. Die zweite Hälfte ist aber unbewohnt und wir werden das erste Mal auf unserer Reise für mehrere Tage komplett auf uns allein gestellt sein. Jetzt in Bartang haben wir angefangen, unser Wasser zu filtern mit dieser Pumpe hier. Ja, das werden wir jetzt hier machen, weil wir einfach keine Shops mehr haben, wo wir Wasser finden. Und wahrscheinlich ist das Wasser auch gut, was von den Bergen kommt. Ja. Aber wir haben jetzt viele gehört, die es einfach wirklich überall filtern, einfach um nochmal sicher zu gehen. Und wir wollen das auch. Wir wollen jetzt hier nicht... Es haben enorm viele Leute Durchfall. Ja. Auch mich hat schon zweimal erwischt hier im Pamir-Gebirge. Und wenn es einen hier in dem Tal trifft, dann ist ein bisschen aufgeschmissen. Ah ja, und vom Geschmacklichen her, also ich schmeck's raus, dass ein Filter benutzt wurde, aber es ist nicht so schlimm. Na bravo. Also eigentlich sind es ja nur 300 Kilometer, ne? Aber auf solchen Straßen brauchen wir lange. Was ja auch cool ist, ne? Deswegen sind wir ja hier. Auf Teer fahren kann jeder. Und das ist einfach Abenteuer. So. Wie gesagt, gibt Spaghetti Pomodori. Spricht man richtig aus? Erstmal die Italienerin fragen. Wir haben ja so viel Proviant dabei, es sind echt fahrende Panzer. Ja, zeige ich euch mal, was wir alles eingekauft haben. Also ganz viele Nudeln, Reis, Sachen, auch Kekse, also Basic-Sachen, Haferflockenzeug. Damit wir halt hier irgendwie eine Woche durchkommen. Wir wussten ja jetzt, oder wir wissen immer noch nicht, wie es mit der Lebensmittelversorgung hier aussieht. Und das konnte uns auch so keiner richtig sagen. Deswegen gehen wir auf Nummer sicher. Wir müssen halt ein paar Kilo mehr mitschleppen. Also ich merke schon, dass wir mehr dabei haben. Also der ganze rote Packsack hier ist voller Fressen. Alter Schwede. Guten. Wow, ist richtig lecker. Ich muss euch mal die Wasserqualität zeigen. Das ist echt, sieht richtig cool aus. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera sieht, aber das habe ich selten gesehen. Das ist ja kristallklar. Vor allem wie blau das schimmert. Boah, ist die kaputt? Alter Schwede! Ah nein! Okay, also die Schieflage ist mir eigentlich egal, aber da vorne... Oh! Ja, zurückfahren ist zu weit. Ja, wir waren noch nie große Fans von Zurückfahren und außerdem benutzen bestimmt die Einheimischen diese Brücke auch noch. Dann wird sie wohl dieses Mal uns auch noch aushalten. Ah, Steine! Ah, lass mich durch! Ah, nein, Schuhe im Wasser! Ach du Scheiße! Da waren ja Riesenbrocken im Wasser. Wieder klitschnass. So, dann beobachten wir jetzt mal gemeinsam das Kunststück von Franzi.
Solche kleinen Bäche zu durchqueren ist eher lustig als eine Herausforderung. Aber das Batang Valley ist gefürchtet für seine zahlreichen Flussüberquerungen und hier wurden von vielen davor gewarnt. Je weiter wir kommen, desto größer werden die Flüsse, die wir durchqueren müssen. Es ist schon fantastisch hier. Man fährt ja auf seine einsamen Wege, man sieht keine Sau. Ab und zu mal kommt so ein kleines Pupsdorf. Und ja, da freuen sich immer alle, wenn jemand kommt. Ich bin so froh, oder wir sind so froh, hier zu sein. Wow. Boah, diese Steine sind extrem mühsam. Das ist alles so lockeres Zeug. Wow. Yay. Oh mein Gott, so viele Ziegen. Ja. Die können ja gar nicht rübergehen, die haben ja nur 3 Meter Platz. Keine Ahnung, warum gerade der Wind gedreht hat, aber ja, wir haben jetzt Gegenwind. Uns kommen manchmal so richtige Stürme angezogen. Boah, es ist so steil. Das war gerade kaum fahrbar hier hoch. Kommst du klar? Boah, wir wollten ja jetzt gerade da drüben am Hang entlang fahren. Aber da ist gerade richtig was vom Hang abgerutscht. Seht ihr diesen Nebel da? Ach du Scheiße. Zum Glück wollten wir hier gerade noch Trinken auffüllen, sonst wären wir jetzt gerade genau da gewesen. Okay, das ist ein bisschen beängstigend. Franzi meinte zwar, sie hat irgendwie was rutschen sehen bei dem Hang da vorne, aber ich glaube, da kam bloß die Windböe und hat diesen weißen Staub da aufgewirbelt. Also Entwarnung, ich glaube, da ist nichts runtergerutscht. Das würde man ja auch gleich sehen. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht so gefährlich, wie ich erst dachte. Okay, wir haben unseren Zeltplatz. Es sind bloß 2 Dinge, die mir Sorgen machen. Die erste Sorge ist keine Sorge, sondern eine Nervigkeit, weil hier mega viele Moskitos sind. Ich weiß auch nicht, seit 10 Kilometern nerven die Viecher so heftig. Aber die andere Sache ist, es nieselt wieder leicht, es tröpfelt. Wenn es nachts richtig regnen sollte, dann kann das hier ansteigen. Und wir sind hier vielleicht 1,5 Meter hoch. Ja, nee, muss man immer bedenken. Aber die gute Sache ist, jetzt am Nachmittag ist der Stand eigentlich am höchsten, weil es am meisten schmilzt von den Gletschern. Und am Vormittag und der Nacht sinkt es wieder ab. Also es müsste schon wirklich passen. Sind wir jetzt im Imkermodus? Ja. Erstmal ein bisschen Mückenhonig schleudern. Ja. Heute haben wir ja 50 Kilometer auf Schotter gemacht. Was echt viel ist, finde ich, bei diesen Bedingungen. Ich glaube, auf Straße wären es mindestens 100 gewesen. Ja. Das geht doch nicht. Ach so, danke für den Tipp. So, bei uns gibt es heute Abend Müsli. Ja. Wenigstens mit einigen Nüssen und Früchten. Und das beste Mittel gegen Mücken ist immer noch ein Feuer. Jetzt sind sie weg. Ganz cool. Ja, jetzt können wir endlich unseren Schutz ablegen. Genau. Es macht sich ein bisschen schlecht mit Essen, wie ihr gerade im Kekstest gesehen habt. Wir machen jetzt Bratapfel. Wir haben vorhin noch ein paar Äpfel geschenkt bekommen. Und einfach reinhalten, oder was? Ja, halt drehen und so wie Marshmallow. Ich kenne es nämlich gar nicht. Ich kenne es nur aus dem Ofen. Hätte nie gedacht, dass mein erster Bratapfel in Tadschikistan ist. Ja, ich finde Lagerfeuer immer richtig was Schönes am Abend. Boah, so geil. Echt? Echt, wirklich. Her damit.
Boah. Alter Schwede. Richtig lecker. Ab heute machen wir mit jedem Apfel Bratapfel. Ah, heiß. Ja, ist doch heiß. Geil. Ja. Wow. Was für ein Start in den Tag. Mit der Aussicht. In solchen Momenten fühle ich mich richtig angekommen. Im Leben und auf der Reise. So, wenn ihr euch gerade denkt, so hey krass, was die beiden machen und sowas. Ich meine, wir sind auch nur ganz einfache Menschen. Ich bin vorher Physio gewesen. Du hast in der Mühle gearbeitet. Also wir sind auch normale Menschen. Man muss sich einfach im Leben manchmal nur zutrauen, glaube ich. Ja, ich So. hätte auch nie von mir gedacht, dass ich mal eine Person bin, die vor so einem Bild live steht. Ja, ich meine, du bist. Wo ich die Idee hatte mit der Weltreise auf dem Fahrrad, ist sie vielleicht 10-mal in ihrem Leben Fahrrad gefahren. Sportlich. Ja, also halt, Ja. ja, nicht nur in der Stadt einkaufen. Das ist so krass. Boah, ich könnte echt heulen vor Freude. Salam alaikum. Wow. So, Hans ist jetzt runtergekommen, hat mit mir das Fahrrad hochgeschoben. Ja, ich habe mich leider auch verkalkuliert mit dem Wasser. Ja, ich wollte unten noch Wasser auffüllen im Fluss, aber Hans meinte, nee, der ist so dreckig, lass mal warten, bis es sauberer kommt. Ja, jetzt kommt hier gar nichts mehr. Es ist halt kein Wasser, ich habe noch so viel in der Flasche. Hans hat nichts mehr. Wir wissen nicht, wie weit wir noch hoch müssen. Schicksal wird schon regeln. Irgendwie werden wir hier schon drüber kommen. Aber ich habe solche Schmerzen im ganzen Körper, das hatte ich noch nie. Ja, ist halt nur steil, ne? Also wir waren ja schon in Tadschikistan an diesen 3250 Meter Pass und da war halt auch nur Schotter, aber wenigstens 5-6 Grad. Aber hier sind halt permanent durchgehend 10 Grad oder sowas. Das ist echt ultra steil. Also ich habe gerade mal nachgeschaut auf dem Höhenprofil. Da oben die Kuppe. Das müsste das letzte Stück sein. Das ist schon mal beruhigend. Danach geht es mehr oder weniger flach runter bis zu einem Dorf. Vielleicht nach 10 Kilometer oder sowas. Das Gute ist ja, dass wir hier nicht, also wir vertrocknen hier nicht. Schlimmstenfalls müssen wir halt wieder runterfahren, aber Ja. überlegen tun wir. Aber Alter, nee, ich würde glaube ich lieber sterben, als da runter zu fahren. Das Ding ist halt auch noch, auf 3000 Meter fährt sich auch nicht mehr so leicht. Also, immer wenn ich merke, dass ich aus der Puste bin, dann weiß ich, dass Franzi gerade krepiert. Wir sind echt oben. Boah. Was für ein Ausblick. Wow. Und da unten sind ein paar Häuser. Sieht aber eher aus wie irgendwie eine Einrichtung, so Militär oder Elektrizität oder sowas. Ich glaube, da kriegt man kein Wasser. Aber ja, wir schaffen das schon. Irgendwo da hinten muss schon was geben. Letzter Schluck. Aber das ist echt nicht mehr viel. Genieß es. Nee, ich trinke nur ganz ein bisschen. Was für eine Weite hier oben. Absoluter Wahnsinn. Es ist krass, auf jedem Berg, ne, ist Gletscher. Überall Ja. ein Gletscher drauf. Aber wir suchen immer noch Wasser. Ja, und die Straße ist ganz halt. Boah, ja. Kein Essen zu haben ist das eine, aber wenn das Wasser ausgeht, ist das der absolute Worst Case. In diesem Fall war ein Dorf in erreichbarer Nähe für uns. Aber dass uns das Wasser ausgeht, soll uns in diesem Tal noch zum Verhängnis werden. Salam alaikum. Hallo.
Hello. Geht ihr weiter? Weiter? Ah, spasiba, spasiba. Oh, ich glaub's ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Wasser. Magst du den Schluck noch trinken? Wasser. So trocken. Boah, ich glaube, das wird das leckerste Wasser, was ich je getrunken habe. Ist das geil oder ist das geil? Da ist dieser Filtergeschmack. Sowas von Wurst. So, eine Tee-Einladung haben wir auch noch bekommen. Ui, jetzt bringt es noch ein Riesenbrot. Boah, spasiba. Большое. Jetzt haben sie auch noch ein Riesenbrot und Marmelade gebracht. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr wir uns gerade drüber freuen. Ja. Ah, spasiba большое. Thank you so much. Puh, wir sind satt und wir haben richtig viel Brot dabei. Und ich habe es jetzt mal drauf ankommen lassen. Ich wollte unbedingt, dass sie von uns Geld nehmen. Ich habe fast rumgestritten. Habe es am Ende auf den Tisch gelegt und bin gegangen und da kam der hinterher gerannt. Es ist einfach nicht möglich. Für die ist es, glaube ich, mehr eine Beleidigung, wenn wir eingeladen werden und wir dann Geld irgendwie geben und sowas. Deswegen, es war jetzt mal ein Versuch. Jetzt lasse ich es wieder. Mittagspause. Die Räder lassen wir mal da. Und wir versuchen jetzt auf die andere Seite von dem kleinen Bächlein zu kommen. Bin ich echt gespannt, wie tief das hier ist. Oh, geht eigentlich, oder? Moskitonetz ist auch ausgebreitet. Und wir wirklich, das brauchen wir gerade hier. Hier sind gerade so viele Viecher. Oh, echt lästig. Bin ich jetzt froh, das Ding dabei zu haben. Wir haben es geschafft. Ja. Wir sind ohne Mücken im Zelt. Ohne Mückenstiche kann man nicht sagen. Ohne Mückenstiche. Guck dir das mal an. Alter, Überall die scheiß Viecher. Und es juckt. boah, die sind echt wild. Die warten hier draußen schon alle, um reinzukommen. Die Landschaft wird immer karger, je höher wir kommen. Aber trotzdem leben hier noch Menschen, quasi mitten im Geröllfeld. Einfach nur faszinierend. Auch weil die Menschen auf uns so einen glücklichen Eindruck machen. Salam alaikum. Маленький. Маленький. Из Германии и Италии. Красивый. Красиво, да? Да. Интересно, да? Интересный. Да. Германии не смотри. Точно нет, да? Откуда? Германия. Салам алейкум. Чай, где чай? А чай? Не, спасибо. Это 20 километров. А, Да, 20, да. куда? Интересно, да? Интересный, да. Майдан. Die haben wir quasi eine Mühle. Da ist das ganze Stroh. Und der meinte gerade, es wird da zu Brot verarbeitet. Macht Sinn. Und die 5 Esel drehen halt ihre Runden. Überall rufen die Kinder wieder Hello. Und die Erwachsenen wollen uns alle zum Tee einladen. Das ist so schön. Das Gefühl, dass man hier auch wieder herzlich willkommen ist. Wir können natürlich nicht jede Tee-Einladung annehmen, dann würden wir ja gar nicht vorankommen. Also der Weg ist mittlerweile echt sehr herausfordernd. Es ist halt wirklich nur loses Geröll. Jetzt geht's gerade mal, aber puh. Also da kommt man halt echt nicht so schnell voran. Also die nächsten Kilometer ist alles Steinwüste. Da gibt es keinen Baum mehr und keine grüne Fläche. Und es naht halt echt böse Wolken, da regnet es hinten schon. Deswegen wollen wir jetzt recht schnell oder jetzt sofort das Zelt aufbauen. Bei dir sind auch die Kräfte am Ende heute. Komplett. Und ja,
Ich war noch nie so kaputt, glaube ich, auf der Reise. Reicht für heute. Haben einiges geschafft. Wow, dieser Ausblick. Nehmen wir lieber den als den. Ja. Wir haben es jetzt gerade geschafft, noch ein bisschen Katzendusche zu machen, bevor wir ins Zelt gehen, und jetzt fängt es mit dem Tröpfeln an. Oh, schön, dass wir jetzt schon alles aufgestellt haben und nur noch ins Zelt müssen. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast nie ganz gut geschlafen, ne? Nein. Aber ich fand es erstaunlich bequem in diesem Steinfeld. Ich dachte, hier findet man eher schweren Zeltplatz. Aber ja, ging ganz gut. Haben wir gestern noch rechtzeitig vorm Regenschauer aufgebaut alles, damit der gleiche Mist mit dem Wasser nicht wieder passiert wie gestern. Laufe jetzt die, keine Ahnung, 10 Minuten runter zum Fluss und hol Wasser. Wir haben gerade geschaut, den Berg hoch gibt es vermutlich wieder kein Wasser. Ja, das Risiko gehe ich nicht nochmal ein. Aber das ist ja krass, weil man muss immer denken, Wasser ist halt voll der Ballast, ne? Ja. Aber wenn Wasser ausgeht, da hast du echt komplett die Arschkarte. Dann kannst du nichts machen, dann musst du stehen bleiben und auf Hilfe warten oder runterfahren. Und das kommt irgendwie beides nicht in Frage. Das wird jetzt das erste Mal der Härtetest für den Wasserfilter, weil die Brühe ist ziemlich braun hier. Also normalerweise würde ich da draußen nie trinken, aber ja, in dem Fall brauchen wir einfach Wasser. Sind wir froh, dass wir einen guten Wasserfilter dabei haben. Hier ist der direkte Vergleich und man merkt vom Geschmack keinen Unterschied zum Wasser von gestern. Komplett verrückt hier. Ein Geröllfeld und dadurch dieser Weg. Hier wächst nichts außer ein paar Büsche. Und da hoch geht's in den Zickzack. Wir kommen es langsam echt, also nicht langsam. Franzi kommt gerade voll an ihre Belastungsgrenze. Also der Ruhetag ist auf jeden Fall sehr nötig. Da bleiben wir mal ein, vielleicht sogar 2 Tage, bevor es weitergeht. Also ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber man kann es doch kaum noch ertreten. Es ist einfach zu steil. Yeah! Boah, richtig stark gemacht. Geil. Oh. Ohne zu heulen. Also, ich sag's jetzt wirklich mal ehrlich, wie es ist. Franzi ist ziemlich nah am Wasser gebaut. Vor allem, wenn es anstrengend wird. Wenn es anstrengend wird, ist auch mal keine Lust mehr, ich kann nicht mehr und es geht nicht mehr. Und heute habe ich wirklich gesagt, Franzi, es wird so hart und es tut auch richtig weh. Versuch jetzt im Jetzt zu bleiben und wirklich bei dir am Kopf, nur bei dir. Und hey, du hast so einen Schalter umgelegt. Krass, ja. Das ist so wertvoll fürs Leben. Wirklich richtig super gemacht. Ich habe es echt geschafft. Alter, wo sind wir hier? Das ist so unwirklich. Juhu! Auf solchen Touren können wir mental enorm wachsen. Negative Stimmung, Schmerzen und Überforderung sind oft nur Kopfsache und können mit der richtigen Einstellung überwunden werden. Aber ganz im Ernst, ich frage mich echt, wo hier noch ein Dorf sein soll. Ich frage mich echt, wo hier ein Dorf sein soll. Wo soll denn hier noch was kommen? Das ist so krass, wo die Menschen überall die Häuser hinbauen. Verrückt. Keine Ahnung, am letzten dachte ich schon so, die wohnen am letzten Gipshügel. Ja. Aber jetzt, keine Ahnung, das ist ja verrückt. So, da ist das Dorf.
Ziel fast erreicht. Aber nach dem Dorf soll erstmal nichts mehr kommen. Ja, das ist auch der letzte Möglichkeit einzukaufen. Das war ziemlich krass. Also auch Wasserprobleme gibt es da. Gibt es halt nicht mehr so viel. Oder nur noch ein Fluss oder einen Bach in 150 Kilometer. Ja. Und halt keine Einkaufsmöglichkeiten, nichts. Das wird die krasse Herausforderung im Batang Valley. Ja. Salam alaikum. Das Dorf Gudaha liegt auf über 3000 Meter Höhe und wir haben uns unglaublich in diesen Ort verliebt. Auf Empfehlung bleiben wir ein paar Tage bei Amros und seiner herzlichen Familie. Vor jedem Haus gibt es ein Getreide- und ein Kartoffelfeld. Und was nicht fehlen darf, ist ein Esel, welcher das Getreide zur Mühle transportieren kann. Aber dazu gleich mehr. 2016 gab es hier ein schweres Erdbeben, wodurch viele Häuser eingestürzt sind. Wie durch ein Wunder ist aber niemand ums Leben gekommen. Nach diesem Vorfall hat Amros Vater, eine 90 Jahre alte Dorflegende, einen Traktor für das ganze Dorf vom Premierminister rausgehandelt. Seitdem ist das Leben hier einfacher, denn sie brauchen für die Aussaat nicht mehr 4 Wochen, sondern nur noch 4 Stunden. Außerdem wurde beim Wiederaufbau auch eine Stromleitung verlegt. So, wir sind jetzt bei der Unterkunft gelandet hier. Germania, da. Mama, Papa, Germani. Wir besichtigen jetzt erstmal die Unterkunft hier. Ich nehme euch mal mit in alle Räumlichkeiten. Unser Kämmerchen, wo wir zu zweit hier schlafen. Recht gemütlich, aber ein bisschen dreckig. Ein bisschen. Aber hey, wir sind nie aus Zucker. Wir können die grüne Plane drüber legen und dann geht das auch. Ist ja kein Luxusurlaub hier. Komm mal mit. Ich zeig dir mal die Dusche und das Klo. Okay. Also da hinten ist das Klo. Übelst weit entfernt erstmal von unserem Haus. Aber ich kann mir denken, warum. Beim Klo war ich selber noch nicht, aber die Dusche, die zeige ich euch auch gleich. Nett. Besser als erwartet. Ich hätte mir gedacht, dass nur ein Loch im Boden ist. Also die haben sogar Porzellan. Nicht schlecht. So, und da hinten links fahren sie jetzt die Dusche. Das Haus. Ja, machen wir auf die gute Stube. So, hier ist nämlich zum Feuern, müssen wir dann die Kuhscheiße anzünden da. Ach, weil die feuern ja mit Kuhscheiße. Da hat man die Kelle. Und das sieht aus wie eine Sauna. Also da macht man Wasser rein. Der steht quasi auf dem Ding da unten. Das heißt, das Feuer erhitzt das Teil. Und das heiße Wasser soll man dann da reingeben. Und mit der grünen Kelle halt über uns drüber lernen. So mag ich total gerne zu duschen. Echt? Ich liebe das mit der Kelle, ja, finde ich voll Okay. angenehm. Mhm. Wow. Ja, unser Duschwasser. Sie hat gerade gemeint, in 30, 40 Minuten ist das Wasser warm. Ich finde es so hammergeil hier. Ja, ich auch. Ich würde mir niemanden tauschen wollen, beziehungsweise kein Hotel haben dafür oder sowas. Luxus ist auch cool. Wir waren auch schon mal Türkei 5-Sterne-Urlaub und sowas, wenn es günstig war. Aber ja, sowas einfach unbezahlbar. Ja, so diese Erfahrung zu machen, ne? Dass jetzt einfach mal 40 Minuten müssen wir jetzt auf warme Wasser warten. Könnte man sagen, oh, wie nervig, aber ich finde es einfach richtig genial. Das ist so geil. Genau das haben wir uns erhofft und gewünscht, sowas zu erleben. Ja. Wo sind wir hier? Boah, das ist eine Sauna hier drin, das ist echt krass. Richtig warm jetzt. Also ich mache keinen Spaß, das ist wirklich eine 100 Grad Sauna hier. Okay. Boah, ich sag's euch, eine warme Dusche, ist das geil. Bei dem restlichen warmen Wasser waschen wir auch dann die Wäsche. Passt alles wunderbar. Mehr braucht man nicht zum Leben.
Leben ist so idyllisch hier. Uns gefällt es richtig gut. Es ist irgendwo eine Ruhe, noch ein paar Kinder schreien rum. Man hört ab und zu mal einen Esel. Aber bei uns gibt es jetzt gleich Jack zum Essen. Da sind wir ganz gespannt drauf. Spannend, ja. Hast du schon mal gegessen? Nee, habe ich glaube ich nicht. Ich auch nicht. Also keine Ahnung, wie die da die Hände reinhält in diesen Ofen. Ich mache nur so hier und verbrenne mir sofort die Pfoten. Boah, ist das heiß da. Und die geht da so lange mit den Händen rein. Komplett verrückt. Alter Schwede. Diese Art des Brotbackens ist in Zentralasien weit verbreitet. Die Fladenbrote werden an die Innenseite des Lehmofens geklebt, bis sie goldbraun sind. So simpel, aber richtig lecker. Und hier haben wir das frische Brot. Riech mal dran. Boah, geil. Es riecht so gut. Oh, geil. Und es schmeckt wirklich so gut, hey. Ich würde gerade gern reinbeißen, aber ja. Wir packen jetzt eine Folie ein, damit es länger frisch bleibt. Juhu. Gut, wir starten heute ins Unbekannte. Aber vorher gucken wir noch die Schule hier, die örtliche Schule an. Wir sehen schon da hinten die ersten uniformierten Kinder. Sind wir jetzt gespannt, was uns da erwartet. Hier seht ihr die Zukunft des 400-Seelen-Örtchens. Zur gleichen Zeit wie wir ist zufällig Daniel, ein Englischlehrer aus Polen in Gudara, mit dem wir die Schule besuchen. Englisch wird hier kaum gesprochen, aber dafür eine lokale Pamir-Sprache, Tadschikisch und auch oft Russisch. 1, 2, 3. The other way, left. Und dann machten wir uns auf zur Getreidemühle des Dorfes. Also er meinte nur kurz, er will uns die Mühle zeigen, aber wo? Wir laufen jetzt schon eine halbe Stunde. So, but as I take it, this the gate is the only finishing. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir sind gerade eine halbe Stunde hierher gelaufen, mindestens, irgendwie den Weg hier zur Mühle zu kommen. Das laufen die jedes Mal, wenn sie Mehl haben wollen. Das ist so krass. Da oben kommt das Korn rein, geschreddert und hier ist fertig. Und dann werden die Esel hier mit den Mehlsäcken beladen und dann geht es den Weg zurück. Es gibt keinen Weg, es geht einfach durch die Flüsse. So verrückt. Und für mich ist das hier wirklich so interessant, weil wir selbst eine Mühle zu Hause haben. Ich bin an der Mühle aufgewachsen. Früher war das auch mal eine Wassermühle, sah ein bisschen anders aus. Aber so spannend, das zu sehen. Echt krass. Wie gesagt, wir haben uns in das Dorf und in die Bewohner verliebt. Wir sind so unglaublich dankbar, das hier mit eigenen Augen zu sehen und diese Erfahrung sammeln zu dürfen. Wir hatten ja eigentlich geplant, heute weiterzufahren, aber Hans ist wieder krank geworden. Wir sind jetzt in ein neues Zimmer gezogen. Er hat 39,5 Fieber und auch Durchfall und so. Also wahrscheinlich ist es wieder eine Lebensmittelvergiftung. Aber wir wissen es nicht, wir müssen vielleicht noch 2-3 Tage hier bleiben. Vor allem muss Hans auch wieder richtig gesund sein, weil die Strecke, die wir vorhaben, ist einfach so krass, dass wir das nicht machen können, wenn einer von uns geschwächt ist. Geschwächt sollte man ab hier wirklich nicht sein, denn ab hier kann uns keiner mehr helfen. Wir sind auf uns allein gestellt. Das größte Abenteuer unserer Reise kann beginnen.